Also ich glaube grundsätzlich nicht an Wundermittel, überlege mir aber immer, wenn ich die Videos im Internet sehe, was wäre, wenn das wirklich so gut funktioniert. Und aktuell wird dazu eine neue Kuh durchs Dorf getrieben, zwei angebliche Wundermittel, um Rost und Korrosion für immer zu entfernen. Das eine ist ein angeblicher Wunderreiniger und den gibt es wirklich für kleines Geld zu kaufen. Und wenn man die Videos dazu sieht, ist der absolute Hammer. Und das andere ist ein angebliches altes Hausmittel, was schon die alten Römer und die alten Griechen benutzt haben. Und dabei ist es noch interessanter, das versucht angeblich die Industrie seit Jahrzehnten vor uns zu verbergen, weil sie uns natürlich ihre teuren Produkte weiterhin verkaufen will. Das Ganze hört sich so spannend an, da habe ich gedacht, dazu machen wir den großen Korrosionstest. Ich habe mir beide Mittel besorgt und wir werden gucken, ob man hier wirklich für kleines Geld absolute Wunder erwarten kann. Und den angeblichen neuen Wunderreiniger, den muss man natürlich erstmal bestellen. Dafür sieht man zahlreiche Werbeanzeigen im Internet und dann kann man den hier bestellen mit 50% Rabatt. 11,99 € kostet gerade mal eine Sprühflasche. Wenn man hier zwei nimmt, kosten die 17,99 €, drei kosten nur noch 30 €, kriegt man sogar eine geschenkt. Aber ich denke trotzdem, mir reicht erstmal eine und dann gehe ich auf den Jetzt-Kaufen-Button und dann warte ich mal, wie lange das dauert, bis das Ganze kommt. Riesenvorteil ist, man hat hier auch noch, dass man das Ganze über PayPal bezahlen kann. PayPal kann man immer im Nachhinein natürlich dann einen Fall eröffnen und wenn es nicht klappt, dass man da nichts kriegt oder so, dann kriegt man wenigstens sein Geld zurück. 3 Wochen hat es gedauert und da sind sie, die beiden Wundermittel gegen Rost und Korrosion. Das hat eben der Postbote gebracht. Das habe ich bei eBay ganz einfach bestellt. Der ganze Beutel kostet gerade mal 6 € und da hat die Lieferung 2-3 Tage gedauert. Das ist das angebliche Wundermittel, was immer wieder im Internet beworben wird. Und das ist das Wundermittel, wo es auch viele Videos zu gibt, was die Industrie angeblich versucht seit Jahren zu unterdrücken. Ich würde mal sagen, wir fangen mal einfach hiermit an und ich packe das Ganze mal aus. Jack Ho, und da ist die kleine Packung. Die werden wir natürlich gleich ausprobieren. Vorher lesen wir uns natürlich genau die Bedienungsanleitung, Gebrauchsanleitung durch. Hier ist ein kleiner Hinweiszettel, der ist sogar auf Deutsch, dass man sich alles durchlesen soll, nicht verschlucken soll, nicht einatmen soll und so weiter. Und dann ist es hier so, dass man hier das Ganze auf Englisch hat. Ich habe es mir mal kurz übersetzt. Es kann schnell mit dem Rost auf der Metalloberfläche reagieren, die Rostschicht effektiv entfernen und die Glätte der Metalloberfläche wiederherstellen. Und dann ist hier Anwendung, die zu behandelnde Stelle reinigen und trocknen, direkt auf die rostige Stelle aufsprühen, einwirken lassen und dann das Spray in den Rost eindringen lassen. Oberfläche abwischen und Vorgang wiederholen, bis der gesamte Rost entfernt ist. Und ich habe irgendwo auf der Seite gelesen, dass man das eine Viertelstunde einwirken lassen soll. Und das werden wir jetzt natürlich machen. Ich habe ein schönes rostiges Blech und das werden wir damit erstmal einsprühen. Das ist jetzt ein Blech. Ich denke mal, das ist schön verrostet. Hier ist nichts irgendwo, was sich einfach löst. Ganz normaler, schöner, fester Rost. Jetzt habe ich hier die kleine Packung und jetzt können wir das hier einfach mal sprühen. Wenn es sprüht, muss ich wahrscheinlich erst noch mal drehen. Jetzt kommt hier das Ganze raus. Und wenn es jetzt wie in den Videos wäre, dann müsste das Ganze gleich abwischbar sein. Ich warte einfach mal eine Viertelstunde und dann müsste dieser ganze Rost gelöst sein, müsste umgewandelt sein und die Oberfläche müsste wieder richtig schön glatt und glänzend sein. Und wenn man das Ganze nach einer Viertelstunde abwischt, dann sieht man, hier hat sich wirklich nichts großartig getan. Hätte ich Bremsenreiniger genommen, hätte ich Verdünnung genommen oder so, wäre der Effekt mindestens genauso gut. Und jetzt habe ich einfach mal Folgendes gemacht. Ich habe hier hinten auch die Inhaltsstoffe dran. Das habe ich einfach mal fotografiert, habe das von ChatGPT übersetzen lassen und habe das analysieren lassen. Das kann man heutzutage also wirklich sehr, sehr gut machen, kriegt da sehr schnell ein Ergebnis. Und im Prinzip sind es verschiedene Bestandteile, die mir alle nichts großartig sagen. Und am Ende sagt ChatGPT ganz einfach von wegen, es ist definitiv kein Wundermittel. Es ist eine Art Reiniger mit ein bisschen rostlösender Wirkung. Mehr aber auch nicht. Das heißt, das Ganze ist eine Nullnummer. Jetzt ist natürlich immer die Frage, warum macht man so ein Video? Das ist eine ganz einfache Sache. Es hätte ja doch funktionieren können. Das ist Grund Nummer 1. Und Grund Nummer 2, was mir wirklich wichtig ist, sowas wird massiv im Internet beworben. Und die würden nicht die teure Werbung schalten, würden nicht auch viele Leute sowas kaufen. Und darum finde ich es auch immer wichtig, dass man über sowas aufklärt. Auf der anderen Seite ist es so, solche Videos machen halt auch unglaublich viel Spaß.
Wir machen jetzt aber noch mal Folgendes. Wir sprühen das Ganze hier noch mal ein, lassen das mal einfach 24 Stunden einwirken und gucken uns das Ganze morgen noch mal an. Vielleicht tut sich ja auf längere Sicht da trotzdem was. Und dann haben wir ja zum Glück noch ein anderes Wundermittel. Tannin ist das angebliche alte Wundermittel gegen Rost und Korrosion. Und die Industrie will nicht, dass du das weißt. Die will natürlich, dass du weiterhin ihre teuren Produkte kaufst. So zumindest behaupten das verschiedene Videos, verschiedene Beiträge im Internet. Wir machen heute den großen Tannin-Test. Funktioniert das Ganze wirklich so gut gegen Rost und Korrosion? Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, unterdrückt die Industrie da hier ein altes Naturprodukt nur um ihre teuren Mittel zu verkaufen? Und die Chemie dahinter ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Rost ist im Prinzip Eisenoxid. Und wenn man das Ganze mit Tannin einspreicht und das Ganze wirken lässt, wird daraus Eisentannat. Man hat dann so eine schwarze Oberfläche, ähnlich wie man das von verschiedenen Rostumwandlern kennt. Und diese schwarze Oberfläche kann man dann ganz einfach wieder gegen Korrosion schützen und man hat damit den Rost besiegt. Und dann kommt wieder der Punkt, wo das Ganze im Internet völlig eskaliert. Die Industrie will nicht, dass du das weißt. Und das ist ganz ehrlich völliger Quatsch. Tannin ist frei verfügbar. Jeder kann das kaufen. Ich habe 100 Gramm hier, wie gesagt, für 6 € gekauft. Das ist kein Geheimnis. Wenn man das Ganze googelt, findet man dazu zahlreiche Artikel. Und der Unterschied ist, die Industrie verkauft dir kein Geheimwissen, sondern ein fertiges System. Und das muss man ganz klar wissen. Tannin ist ein toller Bestandteil in verschiedenen Rostumwandlern. Es gibt aber auch mittlerweile andere Möglichkeiten. Und wenn man sich eine typische Zutatenliste von einem Rostumwandler anguckt, dann ist da Tanninsäure drin, dann ist da Phosphorsäure drin, dann ist Lösungsmittel drin, dann sind Polymere, Bindemittel und Additive drin, dass dieses Tannin besser haftet, besser wirkt. Das heißt, am Ende des Tages ist die Grundlage von vielen Rostumwandlern Tannin. Und die schreiben natürlich nicht Tannin drauf, die wollen natürlich auch nicht, dass du dir nur Tannin kaufst von wegen und das einsetzt. Das soll wirklich auch sehr gut funktionieren. Die wollen dir natürlich einen extrem teuren Rostumwandler verkaufen. Und das ist so ungefähr die Wahrheit, mal ganz kurz runtergebrochen. Aber daraus wieder so eine Verschwörungstheorie zu machen, die Industrie versucht das zu unterdrücken, das ist völliger Schwachsinn. Und wo wir jetzt schon mal Tannin hier haben, da werden wir dieses alte Geheimnis der alten Römer, der alten Griechen natürlich auch ganz einfach mal ausprobieren. Ich habe diesen Beutel und wir gehen einfach zu Hause mal in meinen Garten. Da habe ich nämlich ein schönes, altes, rostiges Bauteil. Und da werden wir einfach mal gucken, wenn ich das Ganze mit Tannin bespreiche, was da passiert. Dafür nehme ich 20 Gramm Tannin, rühre das Ganze an mit 300 Milliliter warmem Wasser. Das soll wirklich am effektivsten sein. Und dann streiche ich das Ganze mit einem Pinsel ein. Und das ist jetzt wirklich irre, was hier passiert. Das heißt, ich habe hier meinen schönen alten Schweißtisch. Ich habe 300 Milliliter heißes Wasser, 2 Löffel von dem Tanninpulver einfach mal rein. Das lässt sich gut auflösen. Und dann fange ich an, meinen Schweißtisch zu streichen. Und der ist wirklich massiv verrostet. Und in dem Moment, wo man das Ganze streicht, sieht man schon, dass hier eine Reaktion stattfindet. Dann habe ich eine Viertelstunde abgewartet. Das heißt, das Ganze ist jetzt auch trocken. Und dann kann man sich das hier angucken. Ich habe den Bereich hier gleich nochmal neu gestrichen, weil ich das wirklich so beeindruckend finde. Hier oben ist die normale Ausgangssituation, so sieht es hinterher aus. Also das könnte man jetzt problemlos überlackieren, das sieht also wirklich toll aus. Hätte ich nicht gedacht. Und das mit so einem einfachen Mittel, das man wirklich so günstig herstellen kann. Ich habe jetzt, wie gesagt, 2 Teelöffel genommen. Ich denke mal von wegen, dass das Ganze dann irgendwo 1 € wert ist. Ne? Das heißt, ich habe mir ein Mittel hergestellt, 300 Milliliter, 1 €. Ich habe verschiedene andere Sachen damit noch angestrichen und das funktioniert wirklich extrem gut. Also das macht einen schönen Eindruck. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Es ist aber auch Blödsinn zu sagen, von wegen, die Industrie unterdrückt da irgendwas. Es ist vielmehr so, dass die Industrie Tannin wirklich auch schon seit langem nutzt. Und ich denke mal, so ein industrielles Produkt ist nochmal deutlich, deutlich effektiver, ist natürlich auch deutlich, deutlich teurer. Hier kann man das Ganze für Centbeiträge erstellen und das finde ich wirklich sehr interessant. Das heißt, wir haben heute einen absoluten Flop erlebt, wir haben aber auch ein absolutes Top-Ergebnis. Das finde ich wirklich alles andere als schlecht. Das hätte ich mir auch niemals vorstellen können. Und mich würde jetzt interessieren, hast du Erfahrung mit Tannin gesammelt?
Es gibt aber auch wiederum Sachen, die scheinen so gar nicht zu funktionieren. Zum Beispiel habe ich diesen Lampenschirm, der auch wirklich extrem verrostet ist, eingestrichen. Und hier scheint die Oberfläche wirklich zu glatt zu sein. Dass das Tannin da keine richtige Angriffsfläche findet. Und hier ist nahezu nichts passiert. Also es hat sich ein bisschen verbessert, ist so ein bisschen dunkler geworden, aber richtig gut ist das nicht geworden. Das habe ich sogar eben noch ein zweites Mal angestrichen. Da bringt das komischerweise nichts. Und da wäre wahrscheinlich ein industrielles Produkt, was dann noch verschiedene Zusatzstoffe hat, deutlich überlegen. Und auch hier an dem alten Trampolin scheint sich irgendwas getan zu haben. Da hatte man vorher so richtig rot glänzenden Rost. Das habe ich eingestrichen und jetzt ist es richtig schön dunkel geworden. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache von wegen, ich habe hier an den ganzen Stellen überall so ein bisschen Rost, dass man das einstreicht und dann hinterher einfach in irgendeiner Form überlackiert oder mit der Sprühdose einmal reingeht und dann hält das wieder die nächsten Jahre. Besser auf jeden Fall, als den Rost einfach so überzulackieren. Und Tannin macht auch noch am nächsten Tag einen richtig guten Eindruck. Also es ist jetzt ungefähr 16 Stunden her, dass ich das hier aufgetragen habe. Und es ist richtig schön. So eine richtig schöne schwarze Oberfläche. Der Rost hat sich hier umgewandelt. Und ich denke mal, jetzt könnte man hier Öl drauf machen, dass es nicht gleich wieder rostet, beziehungsweise anstreichen oder irgendwo lackieren. Das würde ich natürlich hier in der Form nicht machen. Es ist ein Schweißtisch, der soll ja immer leiten. Aber das Ergebnis finde ich wirklich beeindruckend. Zweimal rüber gestrichen, das Ganze einwirken lassen und so sieht dann das Ergebnis aus. Und so sollte das auch aussehen. Das kann ich mal als Video den Chinesen schicken. Dann wissen die, was sie in Zukunft verkaufen sollen und nicht so ein Blödsinn. Ach so, mit diesem angeblichen Wundermittel habe ich dann auch noch mal versucht, ganz einfachen Flugrost abzukriegen. Vielleicht eignet er sich wenigstens als ein bisschen besserer Reiniger. Und selbst da versagt er völlig. Das heißt, ich habe hier dieses Bauteil mit ein bisschen Flugrost einfach mal eingesprüht und da geht wirklich nichts ab. Da kann ich einen ganz normalen Bremsenreiniger nehmen und damit kann ich das Ganze deutlich besser reinigen. Also das ist eine absolute Nullnummer, aber Tannin, die Ergebnisse, die haben mir wirklich gefallen.